Vom S-Bahnhof Wuhlheide führt ein großer Weg durch einen Park. Ostend ist ein Gebiet, das früher zur DDR gehörte. Auf diesen Teil der Stadt weisen einige Namen hin. Als erstes das Ostendgestell. Dann der Name einer Straße inmitten der großen Industriebauten Oberschönewaldes. Und ferner noch, auf der anderen Seite des Flusses, an einer anderen S-Bahn-Station, das kurze Stück einer Straße. Im Osten der geteilten Stadt, in den Gebieten von Ostend, wohnten wir in den ersten Jahren meines Lebens. Einmal in Oberspree in der Sanddornstraße und dann in Oberschöneweide in der Keplerstraße. Den Anfang, den kann ich kaum erinnern. Es war eine Zeit voll mit Maschinen. Wenn ich in der Nacht aus meinem Fenster blickte, sah ich, wie auf einem großen Turm bunt das Logo des Werkes für Fernsehelektronik leuchtete. Wen liebte ich? Meinen Vater, meine Oma und meine Tanten. Und meine Mutter, so schön, dass ich sie jetzt wohl begehren würde. Direkt hinter unserem Haus lag der Park der Pioniere, in dem meine Eltern mit mir spazieren gingen. Nur die Orte sind noch hier, doch sie haben sich verändert. Der Pionierpalast ist jetzt das FEZ, das Freizeitunterholungszentrum. In seinen Räumen üben die Schüler der Landesmusikakademie Berlin. Und aus der einstigen Pioniereisenbahn wurde die Parkeisenbahn. Das Ostendgestell war früher ein Forstweg, der vom Bahnhof der Stadtbahn quer durch den Wald zu einer Ausflugsgaststätte an der Spree führte. Der Wald wurde zu einem Park und der Park später zu einem KZ-ähnlichen Lager für Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkrieges in den naheliegenden Fabriken arbeiten mussten. Sechs Jahre nach dem Krieg wurde aus dem Lager wieder ein Park, der Pionierpark Ernst Thälmann. Er sollte ein Park der glücklichen Kinder werden. Die Herrscher unseres Landes, sie träumten in den Baracken der Konzentrationslager von einer besseren Welt. Sie hatten aus den Lagern noch den Geruch des Todes in den Sinnen und wollten dann das Glück und das Gute erzwingen. Das Misstrauen in ihren Herzen saß sehr tief. Sie wussten, wie wenig man dem eigenen Volk, vielleicht sich sogar selbst trauen durfte. Auf dieser Seite Deutschlands durfte man sich nicht plötzlich selbst verzeihen. Wieder trugen die Kinder Uniform, die der Pioniere, und sangen Lieder. Doch der Sinn der Lieder und dieser Vorstellung von Glück verschwand für die Kinder. Eine der Herrschenden war Hilde Benjamin. Sie war Richterin und Justizministerin in der DDR. Von vielen wurde sie Rote Hilde oder Blutige Hilde genannt. Sie fällte mit zusammengepressten Lippen ein Urteil nach dem anderen,
Hier am Bahnhof Fulheide sah sie im August 1942 das letzte Mal ihren Mann Georg Benjamin, der an den Gleisen der Reichsbahn Zwangsarbeit leisten musste und kurz darauf im Hochspannungszaun eines KZs umkam. Die Ostendstraße ist voll mit Bauten der Industrie. Was einst einer der größten deutschen Industriestandorte war, ist jetzt vor allem eine Immobilienbrache. Politiker haltet Wort, rettet deutsche Arbeitsplätze, helft uns. Zu DDR-Zeiten gab es hier Tausende von Arbeitern. Sie sind verschwunden. Wo verstecken sie sich? Wo werden sie umgeschult? Damals, da sollten die Arbeiter die herrschende Klasse sein. Die Fahnen flatterten im Wind an den zu feiernden Jubiläen. Die Frauen aus dem Gefängnis säuberten mit gefährlicher Chemie die Kleidung der Stadt in der Wäscherei und blickten dabei über den Fluss. In blauer Arbeitskleidung winkten ihnen die Männer des Kranes zu, pissten dann gelb ihre Namen in den Schnee. Die Lautsprecher auf den Schiffen brüllten Schlager, wie Schmidtchen Schleicher, was über dem Wasser verwehte. Manche Arbeiter angelten nicht essbare Fische aus dem stinkenden Fluss. Auch hatten einige von ihnen ein Boot, das sie Jolle nannten oder Erika, und am Wochenende liebevoll ausfuhren, vorbeischaukelnd an den Werken der Industrie und an der nach Benzol stinkenden Wäscherei. So wie sie auch jetzt wieder am Fluss sitzen, während die Asche der Geschichte getürmt an ihnen vorbeitreibt. Der letzte Sommer vor der Wende war warm, verzweifelt 8 Wochen lang. Er war vergiftet. Noch im Mai des Jahres walzten die Panzer der chinesischen Kommunisten jugendliche Demonstranten nieder und das Fernsehen, für das ich arbeitete, sendete in seinem zweiten Programm einen befürwortenden Bericht in einer wiederholenden Schleife. Es sollte uns zeigen, was mit uns passieren konnte. Die Lügen wurden immer größer. Die Angst, dass wir am Ende ganz allein in diesem Land leben sollten, wuchs. Immer mehr Menschen flohen. Jeder wusste, der Herbst würde uns zermahlen.
Viele Jahre vergingen, doch meine Erinnerungen an diesen letzten Sommer bleiben. Das, was für mich Herkunft ausmacht, ist jetzt überzogen von einem medialen Schleier. Zwischen der Schilderung von Diktatur und Nostalgie mit Sätzen, dass diese Zeit doch schön war, einfach weil man jung war. Der Herbst war kalt und mit Nebel verhangen. In einer sehr schnellen Bewegung wurde das Undenkbare möglich. Die Stadt war vereint. Das System, in dem ich geboren wurde, kollabierte. Im April des Wendejahres, noch vor diesem Herbst, verstarb Hilde Benjamin. So musste die Richterin nicht mehr erleben, dass die von ihr verurteilten Menschen völlig umsonst gefangen oder hingerichtet wurden. Kein Zweck mehr heiligte diese Mittel, sie waren jetzt nur noch Schuld. Südende liegt auf dem Gebiet, das früher zu West-Berlin gehörte. Es war zunächst ein Villenvorort der wachsenden Stadt Berlin, am Rande einer Bahnstrecke, später eingemeindet in die Großstadt Berlin. Hier lebten wohl situierte Menschen. Auch jetzt ist Südende vor allem eine Wohngegend. Es gibt Mietshäuser, Reihenhäuser, aber typischer ist das einzeln stehende Haus. So ein Haus hat Zimmer zum Schlafen, Wohnen, Kochen, Baden. Es steht in einer Fläche von Grün, Rasen mit Bäumen und Sträucher, auf die man von innen blickt. Das dient dem Schmuck und der nahen Erholung. Im Sommer sitzt man auf der Terrasse und isst Erdbeerkuchen, die Früchte selber gepflückt oder bedient den Grill. Der Zaun und die Hecke schützen vor der Außenwelt. Sie schützen vor allem den Blick. So wird ein idyllischer Fluchtpunkt vor dem Außen aufgebaut. Am Rande des Südender Gebietes ein Berg. Berlin war am Ende des Zweiten Weltkrieges eine einzige Trümmerwüste. Die nicht brauchbaren Steine der zerbombten Häuser wurden zusammengeschüttet. So entstanden viele der Hügel in der Stadt. Mal heißen sie Mont Clamott oder Teufelsberg und hier heißt der Hügel Insulana. Der Hügel ist das Grab vieler Häuser. In ihm schläft das Erbe des Krieges. Jetzt sind über den zusammengeklaubten Steinen eine Rodelbahn und die Kuppeln von Sternwarte und Planetarium. Ich fühlte mich in West-Berlin gleich heimisch, denn es war ein Teil von meiner Stadt. Ich sah nach Jahren nur mit Telefongesprächen meine Oma wieder, die Mutter meines Vaters, von unserer Familie immer Westoma genannt. Das, was geschah, wurde Wende genannt und später dann friedliche Revolution. Es veränderte uns alle schnell. Die Offiziere, die aus Angst oder Mut nicht schießen ließen. Das Volk, das seine Macht ergriff. Es rief, wir sind ein Volk.
Dieser Rasen und diese Bäume sollen ein Park sein. So sagt es der Stein auf dem Rasen, der den Park nach Jochen Klepper benennt. Der Gedenkstein wurde mit Farbe besprayt, wie auch die Zäune und die Parkbänke in der Nähe, doch er wurde gesäubert, wobei vielleicht ein Buchstabenteil der Schrift herausbrach, die da lautet: Jochen Klepper Park. Jochen Klepper, 1903 bis 1942, Journalist und Schriftsteller. Jochen Klepper nahm sich mit seiner jüdischen Frau Johanna und Stieftochter Renate, als ihr die Deportation drohte, das Leben. In seinem Tagebuch Unter dem Schatten deiner Flügel erwähnt er diese Grünanlage. Eine tragische Idylle, das war sein Haus in der Karlstraße für Jochen Klepper. Er weihte dieses Haus in den Mauern des Fundamentes mit Bibelworten, denn es war für ihn unmittelbar Gott unterstellt. Und als er es verlassen musste, wegen der Umbaupläne des Dritten Reiches für die künftige Reichshauptstadt Germania, da weihte er so auch sein neues Haus in Berlin-Nikolassee. Das Haus hier in Südende blieb dann doch stehen, weil der Zweite Weltkrieg das Baugeschehen an Germania zum Erliegen brachte. Gleich hinter dem Park und dem Haus das Schwimmbad, das die Töchter der Familie Klepper als Juden ab 1935 nicht mehr betreten durften. Mir war klar, dass es meine alte Heimat überrennen würde. Nichts von dem Altbekannten bleiben würde. Es war unausweichlich, es war gut, und doch war ich voll Trauer, voll Angst. Die Kraft hinter den Dingen war jetzt eine andere. Der Wurzeln gekappt, so trieben wir alle im Neuen. Ich wusste damals nicht, was sich hinter den Fenstern der Häuser verbarg, was diese Menschen zu einem Volk machen sollte. Genauso wenig, wie ich es auch jetzt weiß.
fühlte mich damals wie ein Kind, das man in den Wald führte. Und niemand streute Brosamen, die heimwärts führten, denn es gab kein Zuhause mehr. Westend, das ist das Jetzt. Mit meinem Traum, der immer weniger wird, und dem Albtraum, der immer näher kommt. Selbst wenn kein Krieg und keine Gewalt uns zerstören, wie kann ich vergessen, dass wir bald alles verlieren? Dass wir uns auflösen im Nichts, vom Leben verlassen. Auch das größte Glück wird verschwinden. Wie schaffe ich es, die Angst und das Leid neben mir zu vergessen? Zehntausende Autos fahren jeden Tag über eine riesige Brücke. Doch kaum ein Blick fällt bewusst auf diesen Teil der Stadt. Und es verirrt sich auch fast kein Besucher des Charlottenburger Schlosses und seines Parkes in diese Gegend. Der Stadtteil Westend hat eine eigene Postleitzahl. Stationen der S- und U-Bahn sind nach ihm benannt. Westend zerfällt in zwei Teile. Einerseits die Wohngegenden, zumeist große, verschlafene, ehemals mondäne Villen. Die Straßen wurden hier häufig nach Bäumen benannt. Andererseits dann die riesigen Anlagen der Kleingärtner, die Flächen der Industrie, des Verkehrs und des Verfalls. Früher waren hier Felder, dann wurden es die Totenäcker am Rande der Stadt. Irgendwann wuchs die Stadt und der Tod wurde eingemeindet. Im Umkreis dieser Friedhöfe siedelten sich die Geschäfte der damit verbundenen Dienstleistungen an. Unweit des Wasserturms Charlottenburg-Westend, in dieser Straße, wohnten die Eltern meines Vaters als Untermieter, nachdem sie 1953 vom östlichen Teil Berlins aus der DDR nach Westberlin gezogen waren. Der Blick meines Opas fiel damals auf die gegenüber dem Haus liegenden Kleingartenanlagen. Er selber war ein begeisterter Kleingärtner. Die Kleingärten gegenüber seinem Haus stammten noch aus Kaisers Zeiten. Die Kleingärten überstanden zwei Kriege und berufen sich jetzt in ihrer Existenz auf die freiheitlich-amerikanische Glocke mit ihrem Freiheitsgelöbnis. Wir glauben an die Nützlichkeit jeden einzelnen Kleingartens. Wir glauben, dass jeder Mensch das Recht auf Freizeit und Erholung hat. Wir versprechen, jedem Angriff Widerstand zu leisten, wo auch immer er auftreten mag. Die Kleingärten sind in Anlagen zusammengefasst. Sie organisieren sich als Vereine. Es gibt einige 100 Kleingartenkolonien in Berlin, die dann Namen tragen wie Sonntagsfrieden, Glück im Winkel, Daheim, Gesundheitspflege, Bismarcks Ruhe,
Morgengrauen, Hochspannung, eigene Scholle, Heimatscholle, deutsche Scholle, Braunsfelde, Hundekehle, tiefer Grund, Schlackenloch, gleich 4-mal Einigkeit und 3-mal Frohsinn. Die Spree, derselbe Fluss wie im östlichen Ende der Stadt. Der gleiche Abfall treibt im Fluss, der hinter dem Kraftwerk in die Havel mündet. Über diese Brücke an der Spree führte eine S-Bahn-Linie zu den Siemenswerken. In ihnen arbeitete 1940 im Zweiten Weltkrieg Renate Stein, die Tochter von Jochen Klepper, als jüdische Zwangsarbeiterin. In einem alten Gebäude montierte sie Lampenkleinteile. Als der Wald noch an den Rand der Stadt grenzte, stand fast am Ende der Ahnenallee das Kindheitshaus der Schriftstellerin Gertrud Kolmar. Sie verbrachte hier ihre Kindheit und Jugend. Das Haus wich einem Neubau, doch einige der Nachbarhäuser, auf die sie damals blickte, überdauerten. Gertrud Kolmar war eine Cousine von Georg Benjamin und dadurch auch mit seiner Frau Hilde Benjamin bekannt. Vielleicht unter dem Druck und der Angst des Naziterrors begann ab 1940 eine Freundschaft zwischen den zwei sehr unterschiedlichen Frauen. Vor ihrer Deportation übergab Gertrud Kolmar ein Päckchen Manuskriptblätter an Hilde Benjamin. Diese versteckte die Papiere und erst nach ihrer Zeit als Justizministerin öffnete sie das Päckchen. Gertrud Kolmar starb 1943 in Auschwitz. Eines ihrer durch Hilde Benjamin geretteten Gedichte. An die Gefangenen. Zum Erntedankfest am 1. Oktober 1933. Oh, ich hab euch ein Lied singen wollen, das die Erde erregt, wild aufflattern macht, das schwarze Tannhaar der Berge, hinsausend den Schaum der Meere wie kehrig zusammengefegt und flüchtende Wolken reißt. O Gott, wir Menschen sind Zwerge. Ich habe 3 kluge Worte sinnend zusammengebracht, statt der Klänge, die heiß wie das Blut aus dem Herzen spritzen, die rasen wie eine Sturmglocke aufschreit um Mitternacht, wenn apokalyptische Reiter auf mähnigen Pferden sitzen. Und ich sollte in eure Martern niederstoßen die Faust, dass sie verschlungen werde, zerknackt von fressender Flamme. O, ich müsste mit euch in Krämpfen, zerprügelt, hungrig, verlaust, hinkriechen auf tränenden Stein,
gefesselt mit eiserner Kramme. Das wird kommen. Ja, das wird kommen. Irret euch nicht. Denn da dieses Blatt sie finden, werden sie mich ergreifen. Herr, gib, dass ich wachstelle mich deinem heiligen großen Gericht. Dann, wenn sie an blutenden Schopf durch die finsteren Löcher mich schleifen. Du 17-jähriges Mädchen, dem sie die Locken zerfetzt, du junger, armer Mensch, dem sie grausam die Rippen brechen, verzweifeln will ich, will aufweinen, elend verletzt, und singen dem Vogel gleich, dem Nadeln das Auge stechen. Was ist das Leben? Ein Dung, drauf weiße Narzissen erblühen. Was soll der Leib? Er war schön, doch bald muß er enden. Was ist die Seele? Nur Fünkchen, nur kleines Glühen. Und einer deckt es zu mit den stillen, gewaltigen Händen. Die Stadt ist eine Insel, so wie auch ein jeder von uns. Am Rande der Stadt, da treibt das Meer der Zeit seinen Abfall zusammen. Hier trifft mich kein Blick, hier versinke ich in der Zeit. In Nordend endet eine Straßenbahn, direkt aus dem Zentrum der Stadt kommt. In Berlins Mitte, wo die Straßenbahn herkommt, wurde am Holocaust-Denkmal eine Straße nach Gertrud Kolmar benannt. Auch in Nordend tragen die Straßen häufig die Namen von Bäumen. Auf dem Weg der Straßenbahn kurz vor Nordend ein Schloss und ein Park. Daneben eine kreisförmige Straße, der Majakowski-Ring. Das alles war der erste Sitz der DDR-Regierung und Wohnort der Politiker. Abgesperrt und bewacht durch Polizisten. Die Garagen der Sicherheitsleute verfielen schon zu DDR-Zeiten. Die Politik zog nach Wandlitz. Doch Hilde Benjamin blieb zurück und wohnte weiter hier. Sie fühlte die abnehmende Kraft ihres Körpers und die zunehmende Schwäche dieser Idee, der sie doch sich und alles opferte. Am Ende würde sie und ihr Tun ganz ohne Schutz im Dreck liegen.
Ein kleiner Sandhügel namens Rollberg gestattet den Blick auf die Dächer der Kleingartenanlage daheim. Es ist diesmal kein Berg aus Bombentrümmern, sondern der Hügel ist in der letzten Eiszeit entstanden. Diese frühere Industriebahnstrecke war durch Kehrschleifen an das allgemeine Netz der Eisenbahn angeschlossen. Den stählernen Linien, von denen einige auch zu den Lagern führten, deren Schornsteine für die Überlebenden nie aufhören zu rauchen, die von den anderen jedoch nie gesehen sein wollten. Parallel zur Industriebahn verläuft auch der Nordkram, ein kleiner Wasserlauf. Der Abfall der Stadt rinnt immer noch gelb aus den früheren Rieselfeldern. Er ist eine ihrer Quellen. Im Gegensatz zu den anderen Enden Berlins liegt Nordend unmittelbar am Stadtrand. Hinter Industriebahnstrecke und Nordkram fährt der Blick durch den Preiselbeerweg auf ein Feld. Eine Straße führt ans Meer, sie heißt Fernverkehrsstraße und trägt die Nummer 96. Sie endet auf einer Insel. Es gilt, irgendwann von hier wegzugehen. Woher kommt all diese Bewegung, die uns treibt? Eine Landschaft öffnet sich. Das Licht eines neuen Horizonts bescheint uns. Es ist die Zukunft, die auf uns und die Trümmer neben uns zurückblickt. Wie wird die Zukunft auf uns im Jetzt blicken? Dass wir vergehen, ohne uns zu erfüllen. Dass wir das vergessen wollen, dass uns dieses Vergessen treibt. Was davon kann der Blick aus der Zukunft verstehen, wo wir uns doch selbst kaum in der Vergangenheit erkennen können? Brief des Kindes aus der Zukunft. Wie, Vater, komme ich dazu, dir diese Fragen zu stellen? Du stelltest mich in diesen Raum und diese Zeit. Jetzt denkst du über mich nach und ich über dich. Ich fühlte immer deinen Atem neben mir und doch wusste ich, irgendwann lässt du mich ganz allein. Warum warst du so müde und schautest mich nicht mehr an? Was ist denn deine Liebe, wenn ich mich doch irgendwann von ihr lösen muss? Dann bin ich ganz allein.
Oh Vater, ich weiß, du suchtest jemanden, der all das hätte mir dir sagen können. Doch da war nur ich, der dich wohl behinderte. Mein Geplapper erzürnte dich. Ist es eine Gnade, die auf alle anderen fiel, und ein Fluch, der auf mich, es so anders zu sehen? Was formte meinen Blick? Wo bist du jetzt? Warum suche ich dich, wo du mir doch ganz nahe sein sollst? Noch immer fehlt mir deine Hand, Vater, die mich vor allem schützte. Als ich ein Kind war, da gab es noch 4 Jahreszeiten. Der Winter war kalt und es lag Schnee. Der Frühling war grün und die Bäume begannen zu blühen. Der Sommer war heiß und man konnte baden gehen. Und der Herbst war windig und die Blätter begannen zu fallen. Die Hand des Kindes klemmte im Schraubenloch des Karussells. Die anderen Kinder mussten zurück, und während die Lehrerin aufgeregt rauchend auf den Krankenwagen wartete, da konnte sie das Kind nicht halten, als es fiel und der Finger im Schraubenloch brach. Immer diese Angst, gehalten zu werden, gefangen zu sein. Immer die Angst, nicht gehalten zu werden, zu fallen in die Asche des Parkes. Diese Ängste quälten das Kind ein Leben lang. Das Instrument, das es nun nicht mehr spielen konnte. Doch in seinen Träumen, da ist es manchmal ganz anders. Da war es das Kind, das sich losriss aus dieser Umklammerung von dem, was es festhielt, und auch wenn dabei ein Stück von ihm zerbrach, es ging ganz allein.